Die UNO-Charta für Menschenrechte fordert in Artikel 20 die Versammlungsfreiheit, bei der die eigene Meinung geäußert werden darf. Eine solche Kundgebung gab es auch 2013 in der Türkei bei den Gezi-Protesten. Ein Einkaufszentrum sollte an einem Park angrenzend gebaut werden, bei dem alte Bäume gefällt werden sollten. Damals hatten eine kleine Gruppe Menschen die Arbeiten auf der Baustelle mit einer Kundgebung behindert. Von den Bauherren wurde die Polizei benachrichtigt, welche die Baustelle leider gewaltsam räumten. Als der Präsident von dieser Kundgebung erfuhr, traf er sich mit den Initianten. Er hatte sie motiviert, den Rechtsweg zu gehen, was sie dann auch taten. Bis die Richter die Klage überprüft und entschieden hatten, wurde nichts mehr an der Baustelle bewegt. Die Sache wäre erledigt gewesen, wenn diese freie Kundgebung nicht auch noch für weitere Proteste missbraucht worden wäre. Denn 2 Tage nach der Räumung der Baustelle begannen oppositionelle Gruppierungen gewaltsam gegen die Polizei zu kämpfen. Diese Gruppen wurden über soziale Medien mobilisiert. Aus einer Versammlung entstand in wenigen Tagen ein Schlachtfeld zwischen randalierenden Gruppierungen und Polizisten, welche die betroffene Bevölkerung am Taksimplatz schützen wollten. Die neue Forderung der Protestierenden war, die Regierung solle zurücktreten, und stellten die geplanten Großbauprojekte einer 3. Bosporusbrücke, des 3. Istanbuler Flughafens, 3 Atomkraftwerke, hunderte Staudämme und Modernisierung in den Städten der Türkei in Frage. Sie waren auch gegen das Verbot vom Verkauf von alkoholischen Getränken nach 22 Uhr in Bildungseinrichtungen, Raststätten und Stadien. Auch die Empfehlung, dass jede Familie 3 Kinder auf die Welt bringen soll, um die Geburtenrate zu verbessern, wurde von der Opposition mit Gewalt abgelehnt. Dieser Vandalismus brachte im Gegenzug das Mehrfache an Regierungsbefürworter auf die Straße, die friedlich für die Pläne der Regierung protestierten. Ausländische Medien täuschten ihre Leser und Zuschauer, indem sie genau diese friedlichen Bilder der Regierungsbefürworter in mehreren Städten als Protest gegen die Regierung darstellten. So erhielt die Opposition auch noch Unterstützung vom Ausland. Dieser gewaltvolle Gezi-Protest war alles andere als demokratisch. Denn diese Minderheit wollte eine in direkter Demokratie gewählte Regierung stürzen. Im Gegensatz zu anderen Ländern geht in der Türkei die Herrschaft vom Volke aus. Der türkische Präsident wurde für seine Leistungen und Pläne auch zum Europäer des Jahres ausgezeichnet. Denn Wähler dürfen nicht nur den Präsidenten, sondern auch 600 Parlamentarier an der Urne wählen. Das allein macht Aktionen, wie die der Gezi-Proteste überflüssig.